Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich gerne einmal die Frage klären, welche der 3 Slayer-Bossen sich denn nun eigentlich am meisten lohnt. Dafür habe ich die Bosse nach den 3 folgenden Kriterien bewertet, welche Bonis sie euch geben, welche Ausrüstung man bei den Slayer-Bossen freischaltet und bei welchen der Bossen man am meisten Gewinn macht. Wobei bei den ersten beiden Kategorien eher die Bewertung von meiner eigenen Meinung abhängt. Und falls jemand eine der genannten Kategorien überspringen möchte, habe ich euch auch die Timestamps in der Videobeschreibung verlinkt. Fangen wir nun aber erst einmal mit den Bonis an, welche euch die Bosse geben, wenn ihr sie grindet. Von den passiven Stats, die euch die Slayer geben, wenn ihr sie wirklich bis Level 9 grindet, würde ich den Tarantula Slayer auf Platz 1 sehen, da er dort 15% mehr Crit-Schaden bekommt. Auf Platz 2 würde ich hier den Sven Slayer sehen, da er dort auch ein bisschen Crit-Schaden bekommt, und den Revenant Slayer würde ich nur auf Platz 3 setzen, da er hier nur Leben erhaltet. Wenn wir uns nun aber einmal die Perks anschauen, welche ihr mit Level 8 bei den Bossen freischaltet, würde ich den Revenant Slayer auf Platz 1 sehen, da die erhöhte Regeneration im Vergleich zu den anderen Perks das einzig wirklich nützliche ist. Auf Platz 2 würde ich den Tarantula Slayer einordnen, da die zusätzliche Alchemie XP auch ganz nett ist, wenn man beispielsweise mal den Skill boosten will. Und den Perk von dem Wolf Slayer finde ich komplett unnütz, denn wirklich jeder, der Level 8 beim Wolf Slayer ist, sollte eine Piggybank haben und dann verliert er eh keine Coins mehr, wenn ihr sterbt. Kommen wir nun zu den Ausrüstungen, die wir durch die verschiedenen Slayer freischalten. Hier habe ich, wie man sehen kann, eine Unterteilung nach den verschiedenen Gegenständen vorgenommen. Angefangen bei den Talismanen finde ich den Tarantula Slayer am besten, da wir dort gleich 2 epische und einen Rare Talisman erhalten. Den Wolf sehe ich nur auf Platz 2, da wir dort einen epischen und einen Rare Talisman erhalten. Und den Zombie habe ich nur auf Platz 3, da wir dort nur 2 Rare Talismane freischalten. Bei den Rüstungen sehe ich auch den Tarantula Slayer auf Platz 1, da die Rüstung nicht nur gut ist, um damit Spinnen zu töten, und besonders die Schuhe und der Helm haben auch noch ganz nützliche Fähigkeiten. Sven habe ich auch hier wieder auf Platz 2, denn mit der Mastiff Rüstung könnt ihr auch noch einen legendären Talisman bei der Feuerprobe freischalten und insgesamt macht euch die Mastiff Rüstung ziemlich tanky. Die Rüstungen, die ihr bei den Zombie Slayer freischaltet, finde ich momentan eher etwas sinnlos, aber vielleicht werden sie an kommenden Updates etwas nützlicher. Kommen wir nun zu den Waffen. Hier habe ich auch wieder den Tarantula Slayer auf Platz 1, der mit den Scorpion Full gerade gegen Spinnen extrem viel Schaden anrichtet, und auch der Scorpion Bow ist ein ganz netter Bogen, den man haben kann. Auf Platz 2 habe ich hier den Zombie Slayer, da der Reaper Falchion gerade gegen Zombies extrem viel Schaden macht, wodurch ihr den Boss extrem schnell grinden könnt. Und die Waffen, die ihr mit den Sven Slayer freischaltet, habe ich nur auf Platz 3, da man im Vergleich zu den anderen Waffen mit dem Torch Sword nur sehr wenig Schaden an den Wölfen macht. Und der Adamant Mace, den ihr auch bei den Sven Slayer freischaltet, ist momentan eher etwas unnütz. Bei den unterstützenden Items würde ich den Sven Slayer auf Platz 1 setzen, da der Mana Flux Orb und die Rhea Tuba beides sehr gute Items sind, um kurzzeitig euren Schaden zu boosten. Auf Platz 2 würde ich den Zombie Slayer einordnen, da der Minion, den ihr dort freischaltet, einer der besten ist, wenn es darum geht, Coins mit einem Minion zu machen, und die Heilstäbe sind auch ganz gut, um sich selber damit zu heilen. Nur die Voodoo-Puppe ist momentan noch etwas unnütz. Der Tarantula Slayer ist hier nur auf Platz 3, obwohl der Minion fast genauso gut ist wie der Revenant Minion. Dafür ist der Flycatcher einfach viel zu teuer, wenn man sich einmal anschaut, welchen Bonus er euren Minions gibt. Und bei den Endgame-Items würde ich den Sven Slayer auf Platz 1 setzen, da der Orb euch und andere in der Nähe ziemlich stark für eine kurze Zeit boostet. Den Tarantula Slayer würde ich hier jetzt auf Platz 2 setzen, da der Moskitobogen vielleicht nicht ganz so gut geeignet ist für Drachen, wie beispielsweise andere Techniken, um Drachen zu töten, aber ansonsten könnt ihr mit dem Bogen ziemlich viel Schaden anrichten. Und den Revenant Slayer sehe ich nur auf Platz 3, da die Reaper Scythe momentan doch etwas unnütz ist. Aber vielleicht wird sie ja noch in kommenden Updates besser. Aber wie gesagt, war die Einordnung bei den Bonis und bei der Ausrüstung eher nach meiner eigenen Meinung. Wenn ihr einen Slayer anders bewerten würdet, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Kommen wir nun zu dem, was wohl die meisten interessieren wird, nämlich bei welchem Boss man am meisten Gewinn machen kann. Bevor ich euch aber die Zahlen zeige, möchte ich euch kurz anhand des Sven Packmasters erklären, wie ich auf die Werte gekommen bin. Dazu habe ich zunächst eine Tabelle erstellt, in der ich die Kosten für jedes Tier aufgelistet habe. In der unteren Tabelle habe ich dann die Drops der Bosse aufgelistet. Für jeden Drop habe ich den durchschnittlichen Verkaufspreis rausgesucht und mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr den Drop erhalten könnt. Aus dem durchschnittlichen Verkaufspreis und der Drop Chance habe ich das Produkt gebildet, um den Wert zu erhalten, den ihr theoretisch pro Boss bekommen würdet, wenn ihr den Drop wirklich genau dann erhaltet, wie es die Drop Chance voraussieht. In der oberen Tabelle habe ich dann für die Wolfzähne und die Hamsterräder nochmal extra den Wert berechnet, da ja diese beiden Items ja mehrfach von dem Boss droppt.
Und für die anderen Items habe ich die unten berechneten Werte pro Boss einfach für jedes Tier übertragen, wobei die rot markierten Felder hier verdeutlichen, dass ihr den Drop noch nicht bekommen könnt. Um dann auf den Gewinn beispielsweise für den T3-Boss zu kommen, habe ich zunächst die Summe aus den Werten der Wolfszähne und der Hamsterräder gebildet und dazu habe ich noch die Summe der Werte der anderen Drops dazu addiert. Und am Ende ziehe ich davon noch 10.000 Coins ab, die ihr zum Starten des Bosses braucht. Um dann auf den Gewinn mit Magic Find zu kommen, habe ich dann einfach noch die Summe der Werte für die Drops, die von Magic Find beeinflusst werden, mit 1,85 multipliziert, da ich davon ausgehe, dass man mit 85% Magic Find die Bosse grindet. Und ansonsten ist die Formel genau die gleiche wie bei den T3-Boss ohne Magic Find. Die Rechnung habe ich dann auch noch für die anderen beiden Slayer durchgeführt und damit komme ich auf die Werte, die ihr hier nun sehen könnt. Was eigentlich fast jedem klar war, macht man bei Revenant Slayer fast nur Verlust. Was aber interessant ist, dass die meisten ja sagen, dass T3-Spinnenbosse am gewinnbringendsten sind. Wenn man sich aber die berechneten Werte ansieht, müsste auf Dauer aber der T4-Boss mit Magic Find am meisten Coins bringen, weil der Preis für den Overflux Drop einfach so extrem hoch ist. Aber wie gesagt sind hier in der Tabelle nur Durchschnittswerte pro Boss dargestellt, da euer Gewinn bei den verschiedenen Bossen am Ende doch davon abhängt, wie viel Glück ihr bei den Drops habt. Aber wenn man davon ausgehen würde, dass man die Drops wirklich garantiert erst dann bekommt, wie es auch die Drop-Chancen vorsehen, wäre es wohl am sinnvollsten, Sven Packmasters mit Magic Find zu grinden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel Glück oder Pech ihr bis jetzt bei den Slayer Drops hattet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.